Schatzi, heute ist Special Day. Ich trage mir hier gerade guten Morgen mein Blistex auf, um die Lippen geschmeidig zu halten. Und genau, heute ist ein besonderer Tag. Der letzte Leg Day steht an, das letzte Beintraining für heute. Wahrscheinlich für heute. Für diese Vorbereitung. Ist immer ein Moment, der was Besonderes ist, aber ich habe Bock drauf. Wir starten jetzt rein in den Tag. Und ich gehe erstmal eine Runde spazieren. Die Sonne lacht auch in Vegas. Und es ist einfach jeden Morgen geil, mit der Sonne in den Tag zu starten. Deswegen gehe ich raus jetzt, ruf Mutti an, quatsch eine Runde, spaziere ein bisschen, ess was, geh schlafen. Und dann gibt's Beine, bis ich weine. Ey Leute, niemals haben wir hier eine Ameiseninvasion. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Auf jeden Fall bin ich jetzt gerade dabei. Die hatten hier Gott sei Dank dieses Mittel gegen Pest Control und versucht jetzt alle zu töten. So fängt ein Morgen an, Alter. Wirklich, was eine eklige Kacke. Jetzt haben wir 14 Uhr. Ich wollte eigentlich so um 12 Uhr Einzel trainieren gehen. Aber ich war so demoliert und musste mich daheim echt zusammenreißen. So die klassische, der Respekt, die Angst, die man so vom Beintraining mal hat, plus noch gepaart mit der Vorbereitung. Heute ist auch wieder so ein Tag, da heizt es mich richtig durch den Kakao. Also muss man auch mal dazu sagen, bin auch trotzdem positiv gestimmt heute, aber energetisch einfach eine knusprige Angelegenheit. 2 Scoops Olympia Pre-Workout und jetzt geht's rein und dann wird sich fokussiert. Heute ein anderes Gym wieder und ist ein bisschen nostalgisch, weil vor 2 Jahren war ich mit Ian Valier, meinem Homie Mark Burger, war ich dort trainieren und wir haben auch letztes Beintraining gemacht. Deswegen, ja Mann, rein in den Lachs. Warum ich jetzt 9 Tage vorher das letzte Mal Beine mache, hat den Grund, dass ich einfach die letzten Jahre gemerkt habe, 7 Tage bei mir nicht ganz ausreichen und wirklich nach 9 Tagen die Beine, die ganze Inflammation da komplett draußen ist und die Beine dann richtig frei sind. Heute ist echt eine Challenge. Heute ist nochmal richtig You versus You angesagt, Alter. Es macht gerade überhaupt keinen Bock. Es ist überhaupt nicht. Es ist gerade einfach nur fürs Ziel. Das Abarbeiten, sage ich euch ganz ehrlich. Keine Ahnung, bin ein bisschen hin und her gerissen, aber ja, ich ziehe es jetzt einfach durch. Das war gerade so der Satz, der jetzt aber die Zündung gemacht hat. Ja, das ist oft so und so geht's allen. Also glaubt nicht, ihr gerade Wettkampfathleten und Athletinnen angesprochen, glaubt nicht, ihr seid da allein, dass gerade zum Ende hin einer Diät, einer Wettkampfvorbereitung, denkt ihr so, wie soll ich jetzt das Training schaffen? Wie soll ich da jetzt Leistung bringen? Aber vertraut mir, geht da einfach rein und startet mit dem Ganzen. Ihr habt jetzt gemerkt, Adduktor gemacht,
zwar die Gewichte und Sätze absolviert, aber war noch nicht richtig im Modus drin. Und jetzt so Satz für Satz kommt die Zündung und da braucht man einfach so ein bisschen, wie sagen, Starthilfe, wie mit so Stützrädern als Kind beim Fahrradfahren. Dann läuft die Session und deswegen mache ich auch gerne erst so die Accessoires wie Adduktor am Anfang, die erste Beinbeugerübung am Anfang, weil wenn ihr mit dem Kopf jetzt direkt unter die Kniebeugenmaschine oder Kniebeuge gehen müsst, dann ist es nicht das Richtige. Und jetzt bin ich da, Alter. Jetzt gibt's auf die Fresse. Genauso wie nächsten Samstag beim Olympia. Da wird Gas gegeben, wird represented. Und in diesem Sinne wird die Arbeit jetzt hier absolviert. Ich habe vorher gesagt, so, ich bin gerade so ein bisschen hin und her gerissen. Ich dachte mal so, ja, soll ich das Training jetzt lieber sein lassen? Aber genau das ist die kurze Entscheidung, die ihr dann trefft, die Champion-Mentalität ausmacht. Da einfach zu sagen, Junge, du gewinnst heute nicht, sondern ich gewinne heute. Und deswegen, ja Mann, habe ich jetzt beschlossen, weil dann bin ich auch so angepisst auf mich selber. Dann denke ich so, du wirst jetzt hier nicht wie eine Pussy so ein halblebiges Training wegrotzen, sondern entweder du machst es Vollgas oder du gehst jetzt nach Hause. Und das habe ich jetzt gerade beschlossen, dass die zweite Option nicht in Frage kommt. Mev hinter der Kamera meinte schon, wenn du wegen Film nicht so Bock hast, beziehungsweise nicht so am Start bist, dann ist das völlig verständlich. Ich wollte dann aber, was habe ich gesagt? Ich so, Junge, lass laufen. Weil ich will genau auch diese Momente, die durch Social Media oft getrügt werden, dieses, sieht alles so einfach aus und es ist alles easy zu erreichen und bei Urs sieht es immer so leicht aus. Genau das will ich eben auch drauf haben, dass auch die miesen Momente, auch das, wo man struggelt, dass das auch mal ein bisschen an euch herangetragen wird und das Ganze, egal jetzt welcher Profi, Leistungssport, auch mal Tage hat, die hart sind und die abgefuckt sind. Aber das ist egal, ob du in einem Business bist, egal ob du im Studium was erreichen willst, in der Schule. Das Endresultat sieht immer einfach aus, aber das jahrelange Knechten dahin, das sehen dann die wenigsten. Man sieht immer nur den Outcome, auch auf Social Media. Und deswegen lasst euch auch nicht von eurem Weg beirren, sondern arbeitet so hart wie ihr könnt und seid mit euch selbst dann auch zufrieden. Weil ich weiß, ich laufe später zurück zu dem Karren und habe diese Session auseinandergenommen. Und dann könnt ihr stolz auf euch sein. Und das sind auch genau die Momente, die, egal ob ich jetzt Erster oder Letzter werde beim Olympia, an die ich denke und mir sage, hey, ich kann mir auf die Schulter klopfen, weil ich habe meinen eigenen Schweinehund habe ich besiegt. Und das ist das Wichtigste. Und eigentlich Beintraining ist schon... Ich musste ja leider, oder was ist leider, ich musste aufgrund meiner körperlichen Komposition und Gesamtheit musste ich ja etwas drosseln. Aber nach wie vor immer die Einheiten, die einfach herrlich sind. Aber eigentlich ist es jede. Und auch in Phasen wie jetzt. Natürlich im Handgepäck mitgenommen. Kniebandagen, Knieschoner. Finde ich gut. Ich bin kein Fan von Bandagieren, das habe ich früher gemacht. Aber das hat sicher zu meinen Knieproblemen beigetragen. Die halten das Knie eigentlich warm und geben ein gutes Gefühl. Deswegen fragt ihr euch vielleicht auch, warum der Bär hier bei 40 Grad plus Außentemperatur in langer Hose unterwegs ist. Aber ich bin einfach... Ich weiß nicht, schreibt es mal in die Comments, was seid ihr, Team kurze Hose oder Team lange Hose beim Beintraining? Ich fühle mich immer mit kurzer Hose bei Beine, fühlt sich zu kalt an, so. Vielleicht weiß der eine oder andere, was ich meine.
Deswegen mache ich noch Beine 10 Tage vorher das letzte Mal. Weil, Digga, ich kann nicht ins Studio gehen und dann irgendwie 3 Sätze, 20 Wiederholungen Beinstrecker machen. Das ist dann so. Dann würde ich nämlich rausgehen und würde mir denken, was ist denn das gerade für eine Scheiße? Das ist, ich weiß nicht warum, aber bei mir im Leben war das mit allem schon so. Entweder mache ich was ganz oder gar nicht. Wenn ihr ins Studio geht, sind es 1-2 Stunden von eurem Tag. Und egal was euer Ziel ist, ob ihr zum Olympia wollt oder ob ihr zum, keine Ahnung, Oktoberfest gehen wollt und einen stabilen Body habt oder gesund sein wollt oder. Ich weiß nicht, ich bin immer Fan davon, die Zeit, die man dann was macht, richtig zu nutzen. Genauso wie mit der Beziehung, das ist auch so ein Learning. Digga, wir machen ja richtig Deep Talks jetzt hier zwischen den Sätzen, aber auch so mit euren Mitmenschen oder Leuten um euch rum, die ihr liebt, wenn ihr die besuchen geht oder so, dann schenkt denen die Zeit und hängt nicht so vor der Glotze zusammen, einer am Handy, der andere irgendwo sonst was am Machen, sondern setzt euch gegenüber hin, frühstückt zusammen, redet zusammen und dann kann man dann wieder anders die Zeit nutzen. Das ist heutzutage immer so ein Ding, was mir auffällt. Auch im Gym mit den Handys und so. Spricht überhaupt nichts dagegen. Keine Ahnung, wenn ihr eure Gewichte mit einer App trackt oder so, da die kurz aufzumachen, Mucke zu wechseln. Aber so dieses in der Satzpause so am Handy schmieren, weiß ich nicht. Ich sag so, solange du den Satz richtig machst, ist eigentlich egal, kannst du auch Däumchen drehen oder wie ich hier was in die Keim erzählen. Aber Training muss schon so ein Flow-Zustand bleiben. Komm jetzt. Okay. Ab. So. Junge. Eigentlich meine Lieblingsbeinpresse. Deswegen geil, dass die hier am Start ist. Und die Hackenschmidt hat sich auch sehr gut angefühlt. Was mich am allermeisten freut, diese Vorbereitung, ich bin bis zum Ende hin einfach stärker geworden. Auch nur aus dem Grund, weil ich vernünftig gelernt habe, mich nicht in ein Loch zu trainieren. Hat jetzt 10 Jahre gedauert, aber auch sowas muss man lernen. Am Anfang muss man lernen, richtig Vollgas geben zu können. Und irgendwann muss man lernen, so zur richtigen Zeit ein bisschen zu bremsen, beziehungsweise so Intensitätsdenken rauszunehmen und so. Aber irgendwie freue ich mich auch, dass Stefan übermorgen kommt. Dann auf jeden Fall auch das ein oder andere Mal ein Auge auf mich wirft. Das erfahrt ihr dann in den nächsten Videos. Deswegen dranbleiben. Und ganz wichtig, auch mal Kanal abonnieren. Wir haben so viele Zuschauer, was uns natürlich freut, aber umso mehr wird es uns freuen, wenn wir auf die halbe Mio zusteuern. Und ja Mann, deswegen lasst gern mal ein Abo da. Letzte Quad-Übung, Beinstrecker. Ich habe sogar ein bisschen Pump am Start, aber wichtig ist, oder war es mir auf jeden Fall auch noch schwer, die Beine zu hitten. Denn das schwere Training
bin ich überzeugt davon, und die Kraft, die man hält, die halten auch das Volumen am Muskel dran, bei mir jedenfalls. Jetzt hole ich mir nochmal einen richtig dreckigen Pump-Up, so 12 bis 15 Wiederholungsbereich jetzt hier beim Beinstrecker, und dann noch was für einen Beuger. Ich auch schon richtig freue auf so ein schönes Pump-Training am Sonntag. So nach dem Olympia werde ich auf jeden Fall mein Training runterschrauben. Beziehungsweise habe ich auch letzte Saison gemerkt, so eine ganze Woche Pause zu machen, ist auch das Beste, was man machen kann nach so einer anstrengenden Vorbereitung. So wie man die Periodisierung übers Jahr macht, muss man auch so ein bisschen abtrainieren. Also von 0 auf 100 starten und von 0 auf 100 aufhören. Ist immer nicht gut, sondern alles immer peu à peu. Und deswegen wird es am Sonntag auf jeden Fall ein schönes Ganzkörper-, Oberkörper-Pumptraining geben. Das ist dann immer ganz geil. Das Gefühl kenne ich jetzt schon so, dieses befreite ins Studio reingehen. Nicht mehr mit jedem Training so wie heute und die nächsten Tage mit so einer Mission für Tag X. Nächste Woche fängt ja dieses Pussy-Training an, wo ich nicht ans Muskelversagen trainieren darf, um den Muskel möglichst frisch zu machen. Solche Dinge, die macht man als Mittel zum Zweck, aber das sind so als Herzblut-Bodybuilder, der gerne Gas gibt im Training, immer so die nicht so schönen Dinge, aber gehört dazu. Aber da ist dann die Vorfreude wieder auf so befreite Trainingseinheiten, nenne ich es jetzt mal, immer noch größer. Das ist ja auch gerade Nostalgie pur. Liebe Grüße an meinen Freund und meinen ehemaligen bzw. noch Mentor Peter Kettler. Peter, liebe Grüße ins Kettler Studio nach Stuttgart. Da habe ich das Ding immer gemacht. Schön damit jetzt gerade so abzuschließen dann als letzte Übung. Kommt alles zusammen. Es sind immer so gewisse Elemente im Leben. Oh, fuck. Nur als kleiner Bub, damals mit 17, habe ich da noch nicht den ganzen Staffel gemacht. Aber jetzt 2 Wochen vor der Show. Das war es erstmal mit Beine bis 2,25. Der Spaß beiseite, aber ihr merkt, mir fällt ein Stein vom Herzen. Es war jetzt eine Berg- und Talfahrt der Gefühle, aber wir haben es geschafft. Und ja, da seht ihr mal, im Leben ist nicht alles ganz einfach, aber wenn man was will, Motivation hat, beziehungsweise die Disziplin, den Drive, sich selbst zu schlagen, dann kann man erreichen, was man will und was man sich vorstellt. In diesem Sinne sind wir raus für heute. Jetzt wird nur noch gechillt. Wir sehen uns morgen und dann heißt es wieder einen Tag näher am Mr. Olympia 2024.